Servus Technikfreunde, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Alles Gute auf jeden Fall für dieses neue Jahr. Heute geht es um eine Militär Powerbank, deswegen, weil ich sie hier in eine Munitionskiste vom US-Militär eingebaut habe. Die findet ihr bei eBay. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Hinter mir seht ihr den Schaltplan, den gehen wir dann im Video gemeinsam durch. Während ich das zusammenbaue, habe ich mich gefilmt und dann zeige ich euch den Schaltplan, damit ihr genau wisst, wie ihr es nachbauen könnt, wenn ihr wollt. Link auch zu Thingiverse für die 3D-Teile auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video. Dann würde ich jetzt sagen, legen wir los, viel Spaß damit! Ja, hier haben wir das gute Stück. Nachdem ihr es jetzt von außen gesehen habt, übrigens hier diese Aufkleber, die habe ich auch noch extra drauf gemacht, die waren nicht dabei. Hier hinten auch. Gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen gewissen Touch. Könnt ihr auch irgendwo bei eBay oder so erwerben. Ja, dann schauen wir mal rein. Tada! Hier haben wir sie. Schön in grün gedruckt, passend zum Olivgrün. Naja, nicht ganz passend, aber naja, besser als orange. Hier oben haben wir die direkten Buchsen, die zum Akku führen. Das kann man dann verwenden, um den Akku zu laden, ohne dass man alles rausholen muss. Hier haben wir den Batteriewächter, da hinten den Arduino mit dem MOSFET, der bei zu niedriger Spannung abschaltet, damit der Akku nicht beschädigt wird. Ja, dann schalten wir mal an. Ihr seht schon, es wird dann runtergedimmt mit Pulsweitenmodulation. Nur die höchste LED ist dann die hellste, die anderen sind gedimmt, um ein bisschen Strom zu sparen. Die gesamte Batteriewächter-Elektronik inklusive LEDs zieht erstaunlich nur so um die 40, 50 mA, mehr nicht. Hier wird wie gesagt abgeschaltet bei ungefähr 11 Volt, damit der Akku nicht tiefer entladen wird. Hier haben wir das DSP5005, das Labornetzteil. Ziemlich cooles Modul, wie ich finde. Können wir mal anschalten. Jetzt haben wir hier auf dem Ausgang, das ist der Ausgang hier von dem Netzteil, 0 Volt. Jetzt haben wir 10 Volt, hatte ich so eingestellt. Hier vorne habe ich extra ein Fach gelassen, damit man alle Kabel entsprechend verstauen kann. Und nicht extra noch irgendwie mitschleppen muss, sondern mit alles in einer Kiste ist. Da gibt es diese coolen Kabel hier mit Bananenstecker auf der einen Seite und Krokodilklemmen für das schnelle und einfache Anschließen von irgendwas auf der anderen Seite. Und dann können wir jetzt einfach mal, gehen wir hier mal ran. Dann habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und 12 Volt Motor. Den schließen wir an. Und dann geben wir mal Saft auf den Ausgang. Und ihr seht und hört es schon, also sehen wahrscheinlich nicht, aber hören. 240 mA zieht der Motor, wenn ich natürlich belaste. Zieht er bis zu 1,3 Ampere. Und mein Finger wird ziemlich heiß. Also es ist schon klar für jeden Technikbegeisterten. Wir haben hier nicht nur eine Powerbank, wir haben auch ein mobiles Labornetzteil noch mit am Start. Wirklich eine feine Sache. Hier hinten haben wir natürlich den Powerbank-Teil, also um sein Telefon oder sonst irgendwas unterwegs auch laden zu können. Oder im Notfall, wenn man seine anderen Powerbanks irgendwo in der Großschublade nicht findet. Diese Powerbank kann man auf jeden Fall nicht in der Großschublade verbergen. Und dann kann man auch sein Handy laden. Ich habe hier auch nochmal so einen Adapter gebaut. USB mit einer LED vorne dran, damit man auch mal schnell testen kann oder so eine Art kleine Taschenlampe noch hat. Ja, Saft. Ja, das habe ich ja schon gesagt, das ist hier quasi in dieser Munitionskiste drin.
Natürlich kann man das auch rausholen. Natürlich kippt hier alles jetzt um. Egal. So, ich hole es mal raus. Hier noch so ein gegen Feuchtigkeit habe ich einfach mal dazu geworfen. Und so sieht das Ganze aus. Stellen wir die Munitionskiste beiseite. Hier haben wir den Sicherungsverteiler, damit alles, auch wenn es einen Kurzschluss gibt, nicht gleich bis zum Akku durchbrennt. Hier den Step-Up-Converter, der aus den 12 Volt vom Akku 30 oder 50 Volt, also der macht jetzt 30 Volt. Hier haben wir den MOSFET anstatt einem Relais, quasi um dann die Verbindung zu den Verbrauchern abzuschalten, wenn die Spannung zu niedrig wird. Ja, und hier unten entsprechend seht ihr schon, aber das sehen wir dann gleich im Zusammenbau-Part, wie ich das alles zusammengebaut habe. Und hier den Bleiakku mit seinen 12 Volt. Ja, also ich denke, eine feine Sache. Alles genau abgestimmt hier natürlich auf diese Munitionskiste. Die habe ich übrigens, wenn ihr euch wundert, warum glänzt es hier drin, das habe ich mit Epoxidharz ausgegossen, damit, wenn hier mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt oder irgendwas passiert, damit mir die Kiste nicht gleich unten am Boden durchrostet. Falsch rum. Ja, da ist das gute Stück wieder an Ort und Stelle. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie ich das zusammengebaut habe. Viel Spaß damit. Ja, jetzt werden wir wie gesagt den Schaltplan gemeinsam durchgehen. Das hilft euch auf jeden Fall später beim Zusammenbau. Ich empfehle auch, den Schaltplan auszudrucken, euch nebenhin zu legen. Bei der Verdrahtung ist es auf jeden Fall hilfreich, habe ich auch gemacht. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist jetzt hier erstmal der Gesamtüberblick. Ich blende jetzt erstmal ein paar Elemente wieder aus, damit wir Stück für Stück da rein starten. Hier unten haben wir den Bleiakku. Der sollte die Ausmaße von der Länge 15,1 cm, die Breite 6,5 cm und die Höhe 10 cm haben, damit er auch in dieses Gehäuse, was ich da designt habe, reinpasst. Wenn ihr einen Akku nehmt, der so ähnlich aussieht, hat aber zum Beispiel 9 cm Breite, wird das natürlich nicht gehen. Also achtet hier auf die Abmaße von dem Akku, die habe ich hier dran geschrieben. Den Sicherungsverteiler, den ich hier verwendet habe, den habe ich nur von einem Anbieter gefunden. Falls ihr den nicht nehmen wollt oder keinen anderen findet und ihr wollt keine Sicherung verwenden, dann könnt ihr zur Stromverteilung auch einfach eine Lüsterklemme dann an das Gehäuse kleben und von da aus die Kabel weiter verteilen. Ich empfehle hier mindestens einen Leitungsquerschnitt von 0,5 Quadratmillimeter zu nehmen. Das ist normalerweise so ja, Audiokabel für Boxen, die Stärke. Als Litze, also nicht als einzelnen Kupferdraht, sondern mehrere kleine, feine Kupferdrähte in dem Draht selbst, also es nennt man Litze, damit eben das Kabel flexibel bleibt. Ihr seht schon hier an den Linien, das was dünn eingezeichnet ist, das ist so um die 0,05 Quadratmillimeter Querschnitt, also so üblicher Klingeldrahtstärke. Das können wir verwenden bis maximal 2 Ampere, aber für die anderen Dinge, für das Labornetzgerät, da sollten wir dann schon etwas dickeren Draht verlegen, um die 0,5 Quadratmillimeter, wie gesagt, und darüber können ungefähr 26 Ampere fließen. Hier oben den Teil, da werden wir dann gesondert später noch näher drauf eingehen. Das ist jetzt hier auch erstmal High Level mit dem Arduino Nano und den 5 LEDs. Die sind natürlich hier nur so symbolhaft angedeutet, ohne Vorwiderstand. Hier der Spannungsverteiler, um entsprechend die Spannung zu messen, die vom Akku kommt.
Da gehen wir dann aber auch später genauer drauf ein. Und hier haben wir den MOSFET, hier als Schaltsymbol den ILZ44N. Was noch zu beachten ist, ist hier dieser Pull-Down-Widerstand, der Gate wieder auf Null zieht, wenn die Spannung hier von dem Ausgang vom Arduino abfällt. Also hier am Arduino gehen wir ja an den Ausgang und sagen dann dadurch, dass wir 5 Volt anlegen, quasi schalten wir den MOSFET hier durch. Aber wenn wir dann wieder abschalten und wir würden jetzt nicht diesen Pull-Down-Widerstand hier drin haben, dann könnte es sein, dass der MOSFET weiterhin leitend bleibt, also durchgeschaltet. Deswegen schaltet man hier einen Pull-Down-Widerstand, um dann entsprechend hier wieder den Pegel auf 0 Volt zu ziehen. Was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, ist ein Elco einzulöten zwischen hier Ground und V-In vom Arduino. Das ist einfach, um Spannungsschwankungen auszugleichen. Das sorgt einfach dafür, dass der Arduino stabiler läuft. Wenn ihr das nicht macht, kann es zu komischen Verhalten kommen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Der Hauptschalter hier, der schaltet über nur einen ganz dünnen Draht quasi die Stromversorgung oder die Spannungsversorgung für den Arduino an. Deswegen kann es auch ein ganz dünner Draht sein mit 0,05 Quadratmillimeter. Natürlich die Schiene, die wir hier über den ILZ, über den MOSFET betreiben, muss dann natürlich wieder mit 0,5 Quadratmillimeter bestückt sein, weil hier drüber dann große Ströme fließen könnten. Den Sicherungsverteiler habe ich einfach deshalb hier gewählt, um sicherzustellen, dass wenn auf der anderen Seite ein Kurzschluss entsteht, dass nicht alles bis zum Akku hin quasi durchgeschleift wird und dort quasi ein Kurzschluss entsteht und irgendein Kabelbrand passiert. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheit. Wie gesagt, wenn ihr diesen Sicherungsverteiler nicht verwenden wollt, könnt ihr einfach einen Stromverteiler oder eine Reihe von Lyster-Klemmen verwenden, um dann von dort aus die Kabel für die anderen Verbraucher weiter zu verteilen. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich kann es nur empfehlen. Natürlich brauchen wir auch einen Direktzugang zum Akku, um den auch in der eingebauten Powerbank laden zu können. Ich habe dazu Bananenstecker, Bananenbuchsen verbaut, hier symbolhaft als Pärchen. Meine sind natürlich dann getrennt als einzelne für Plus und Minus. Das ist hier nur wirklich, wie gesagt, für die schematische Darstellung jetzt. Da dürft ihr euch nicht dran stören. Dazwischen habe ich eine extra Sicherung gemacht, dass falls ich hier mal einen Kurzschluss fabriziere, dass mir dann auch nicht gleich das Kabel abbrennt, weil es ja dann direkt an dem Akku angeschlossen wäre und da dann hohe Ströme fließen könnten. Da empfehle ich euch auch eine extra Feinsicherung. Ich habe in meinem Fall 5 Ampere eingebaut, noch dazwischen zu schalten, damit da nichts Schlimmes passiert. Für alle, die sich jetzt wundern, ja, ich habe keine Dioden eingebaut für Verpolungsschutz, weil ich in der Regel weiß, was ich tue. Ihr könnt natürlich gern, um auf Nummer sicher zu gehen, hier auch nochmal eine Diode einbauen, damit auch quasi ein Verpolungsschutz besteht. Aber natürlich verliert man darüber wieder 0,7 Volt, hat man einen Spannungsabfall von 0,7 Volt. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber die Sicherung, das war mir wichtig, weil bei den Bleiakkus, wenn da ein Kurzschluss entsteht, also da kann also wirklich ein Kabel zum Glühen kommen. Das Labornetzgerät schalten wir dann hier zu über den Sicherungsverteiler. Auch wieder hier mit einem dicken Kabel, 0,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Da gehen wir hier an diesen Step-Up-Converter. Das habe ich euch auch dann unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch. Gibt es verschiedene Varianten. Es gibt welche, die haben beide Anschlüsse hier unten oder den Input hier und den Output hier oben. Das ist im Grunde egal. Ihr müsst nur wissen, es geht darum, dass wir von dem Akku kriegen wir nur 12 Volt und wir wollen an unserem Labornetzgerät ja unter Umständen 30, 40, 50 Volt auch rausbekommen und dafür brauchen wir hier diesen Step-Up-Converter.
Ganz wichtig, hier braucht man natürlich einen, das seht ihr dann schon von den Bildern, mit größeren Kühlkörpern. Daran lässt sich schon ableiten, dass die halt mehr Leistung zur Verfügung stellen. Also meiner hat 150 Watt, kann der liefern, bei 30 Volt war meiner. Ihr könnt ja, ihr könnt beliebige Versionen, Varianten nehmen. Ihr müsst nur darauf achten, dass wenn ihr den hier über dieses Potentiometer dann einstellt, dass er nicht über die 50 Volt hinausgeht von dem Labornetzgerät, weil dieses DSP 5005, das 50 steht für 50 Volt und die 5 für 5 Ampere, damit ihr da die Eingangsspannung von diesem Labornetzgerät nicht überschreitet. Das schließt ihr dann quasi hier unten an den Out. Und von hier, von dem Ausgang, von dem Labornetzgerät, gehen wir dann wieder an die Buchsen oben an der Frontseite, wo wir dann unsere Bananenstecker einstecken können. Falls ihr euch wundert, warum ich das hier rot und blau markiert habe, das mache ich immer so für mich, wenn ich so Step-Up oder Step-Down-Konverter kaufe, markiere ich die gleich mit dem Edding, die Kondensatoren rot oder blau, damit ich weiß, dass es ein Step-Up oder Step-Down-Konverter ist, weil viele von denen sehen sich sehr ähnlich und da kann man auf einen Blick jetzt nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Step-Up oder Step-Down-Konverter. Deswegen markiere ich die mir meistens gleich, wenn ich sie bekommen habe, mit dem Edding, die Elcos, und dann weiß ich, aha, rot, ein Step-Up-Konverter und blau ein Step-Down-Konverter. Das wäre jetzt bei dem Labornetzgerät jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber es ist im Grunde ja auch ein Step-Down-Konverter, weil der macht aus 50 Volt, die reinkommen, weniger, je nach Einstellung. Genau. Für die USB-Anschlüsse oben braucht man natürlich dann auch wieder nur einen relativ dünnen Draht, weil wir hier maximal 2 Ampere über diesen Step-Down-Konverter, diesen LM2596 zur Verfügung stellen können. Das ist in dem Fall okay, dass es so ein kleines Teil ist, im Gegensatz zu hier unten, weil wir wollen ja über die USB-Buchse jetzt nicht 10, 20 Ampere rausjagen, sondern maximal 2 Ampere, wie das bei den meisten USB-Ladegeräten auch so üblich ist. Die haben auch meistens so einen Bereich von 1 bis 2 Ampere. Von daher ist es hier okay. Ganz wichtig, ihr wundert euch jetzt, warum habe ich hier den Ground direkt hier an den Ausgang von dem MOSFET geschaltet. Das ist im Grunde egal, weil ihr seht, wir gehen hier unten auch in diesen Sicherungsverteiler hier in den Ground rein. Das ist dann egal, ob ihr direkt von dem MOSFET, von dem Ausgang dran geht oder hier über den Sicherungsverteiler, über den Minusanschluss. Ground ist Ground in dem Fall, weil wir hier an derselben Schiene sind. Dasselbe dann natürlich für den USB 2 und für den USB 3 habe ich später in dem Video, das werdet ihr sehen, ich habe nur 2 von diesen Step-Down-Konvertern verbaut, wegen dem Platz und weil ich auch nur 2 hatte. Und habe den USB 3 dann quasi an den USB 2 gehangen, natürlich über den Schalter hinzuschaltbar. Und dadurch habe ich mir einen Step-Down-Konverter gespart, kann aber dann, wenn man beide anschalten würde, müsste man darauf achten, dass man wenn man an 2 USB-Buchsen einen Verbraucher anschließt, dass man insgesamt natürlich nur 2 Ampere ziehen kann. Das bleibt auch euch überlassen, wie ihr das macht. Ihr könnt auch 3 von diesen LM2596 verbauen. Und genau. In meinem Fall ist dann also hier quasi eine Sicherung übrig geblieben, weil ich das über diese Sicherung von dem USB 2 angeschlossen habe. Wenn ihr aber denkt, ihr könnt jetzt die freie Sicherung verwenden, um hier diese Sicherung zu ersetzen, das ist nicht der Fall, weil hier gehen wir direkt an den Akku. Also haben wir hier den direkten Ground zum Akku, aber über die Seite gehen wir ja über den Akkuwächter, über den Arduino, der den MOSFET durchschaltet, und da sind wir auf einer anderen Ground-Schiene. Also könnt ihr diese Sicherung nicht durch einen freien Platz in diesem Sicherungsverteiler ersetzen. Genau.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal diesen Akkuwächter ein bisschen näher an, damit euch das klarer wird. Hier mal ein bisschen jetzt quasi fokussiert auf den Akkuwächter. Wir haben unsere 5 LEDs mit Vorwiderständen. Ja, und da könnt ihr von 500 Ohm bis 1 Kiloohm müsst ihr euch selbst ausrechnen, je nachdem welche Leuchtdioden ihr habt und welche Spannung die brauchen oder welcher Strom da fließt, wenn die betrieben werden. Die meisten haben ja so 10, 20 Milliampere Strom und haben so um die 2 bis 3 Volt Spannung benötigen die. Da müsst ihr dann euch einfach mal ausrechnen, was für einen Widerstand ihr braucht. Deswegen habe ich jetzt hier keinen Widerstandswert eingetragen. Wenn man die LEDs anschaut und sieht hier die abgeflachte Seite und innen drin diesen etwas breiteren Teil, das ist meistens also das ist der Minusanschluss, und das kleinere mit den längeren Beinchen ist der Plusanschluss. Genau. In dem Fall können wir alle 5 LEDs direkt am Arduino betreiben. Das reicht, den Strom, den der Arduino zur Verfügung stellen kann, über die Ausgänge, reicht es bei so kleinen 3 mm LEDs, reicht es aus. Größere Verbraucher kann man nicht über den Arduino direkt betreiben. Hier unten haben wir die Analogeingänge von dem Arduino Nano. Also ich habe den Arduino Nano verwendet. Ihr müsstet dann wahrscheinlich auch den Arduino Nano am besten verwenden, weil das jetzt von dem Gehäuse und von den Abständen, wie ich das alles vorgesehen habe, am besten passt. Wenn ihr diesen Arduino Nano kauft, achtet darauf, dass hier unten nicht schon quasi Beinchen oder Pins angelötet sind, weil das würde jetzt in unserem Fall, wäre das schlecht, weil die müsstet ihr dann alle wieder ablöten. Also achtet darauf, wenn ihr diesen Arduino Nano kauft, dass der quasi nicht schon verlötet ist. Der Spannungsverteiler hier unten, der sorgt einfach dafür, dass wir hier an dem Analog 0, habe ich es jetzt mal angeschlossen, egal welche Spannung, von 0 bis 30 Volt ist dieser Spannungsteil jetzt ausgelegt. Bei 30 Volt würden wir also quasi hier 5 Volt an dem Eingang reinbekommen und dann natürlich abgestuft bis 0 Volt alles runter. Und da kann man jetzt quasi ohne Bedenken den Akku dran anschließen und kann dann über den Analogeingang hier die Spannung, die anliegt, quasi einlesen und kann dadurch quasi ja, die Spannung, die der Akku zur Verfügung stellt, auslesen. Ich verlinke euch unten auch nochmal einen Link zu dem Artikel, den ich dazu gefunden habe. Also dieses Programm habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich im Internet gefunden und habe das dann entsprechend angepasst, halt noch mit diesen LED-Ausgängen und mit den entsprechenden Ausgangsschaltungen zu dem MOSFET. Das habe ich dann noch hinzugefügt. Aber das ursprüngliche Programm war aus dem Beispiel aus dem Internet, was ich gefunden habe. Da habe ich einfach nach Spannungsmessung Arduino gesucht und dann habe ich einen entsprechenden Artikel gefunden und da war das dann so vorgegeben. Natürlich könnt ihr hier jeden Analogeingang verwenden, den ihr wollt. In dem Fall habe ich halt A0 verwendet. In dem vorigen Schaubild, da war hier oben der Ausgang zu dem MOSFET an D12 angeschlossen. Hier in dem Bild ist es jetzt D13, das ist vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, dass ihr in dem Programm den richtigen Ausgang dann schaltet, um den MOSFET zu aktivieren. Von der Verdrahtung her könnt ihr es dann quasi so machen, wie es euch am besten gefällt. Wie vorhin schon angesprochen, haben wir hier den Pull-Down-Widerstand mit 10 Kiloohm. Um das Gate quasi wieder auf 0 zu ziehen, sollten wir hier den MOSFET abschalten wollen, damit er eben nicht weiterhin aktiviert bleibt. Das ist leider bei diesen MOSFETs so, wenn die erstmal eingeschaltet sind und man zieht dann nicht wieder das Gate auf Ground, dann kann es sein, dass er quasi angeschaltet bleibt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wenn der Akkuwächter sagt, okay, der Akku hat jetzt 11 Volt und wir wollen jetzt abschalten, dass dann auch wirklich dieser MOSFET hier abschaltet. Genau.
Die LEDs sind, wie gesagt, 5 Stück in 20% Schritten bis 100%. Die höchste LED ist dann, würde signalisieren, dass der Akku voll geladen ist mit 100%. Ich habe hier entsprechend die 10, 9, 6, 5 und 3 gewählt. Das sind die Ausgänge am Arduino Nano, die Pulsweitenmodulation können. Das ist dafür gedacht, dass wir eben entsprechend nicht nur die LEDs einfach anschalten können, sondern quasi auch dimmen können. Wenn ihr das nicht braucht oder wollt, könnt ihr natürlich jeden beliebigen Ausgang nehmen und macht einfach Digital Write High an den Ausgang, zack, und dann sind die LEDs an. Also ihr müsst nicht dieses Dimmen von den LEDs verwenden, wie ich es gemacht habe. Ich habe nur halt hier diese entsprechenden Ausgänge verwendet, weil die entsprechend vorgesehen sind für Pulsweitenmodulation. Genau. Was ich euch auch wirklich empfehlen kann, bevor ihr das quasi in die Powerbank einbaut, macht euch doch den Zwischenschritt, die Mühe, und baut das alles erstmal auf dem Steckbrett auf, wie ihr es hier seht auf dem Bild. Habe ich mir auch erstmal so gemacht, als ich die Schaltung entwickelt habe, als ich das Programm umgeschrieben habe für meine Bedürfnisse, habe ich mir das natürlich erstmal auf dem Steckbrett aufgesteckt und geguckt, ob das auch alles wirklich so funktioniert, auch mit dem MOSFET. Da kann ich euch auch nur den Tipp geben, testet es vorher, weil diese MOSFETs sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladung. Also wenn ihr jetzt über den Teppich schlurft und greift die an und da ein kleiner Funke überspringt, können die schon kaputt sein. Also seid bei diesen MOSFETs sehr vorsichtig. Erdet euch vorher an der Heizung oder am besten an einem Erdungsband zu eurem Netzteil oder wie ihr das auch macht, dass ihr keine elektrostatische Ladung an diese MOSFETs abgibt. Und falls ihr euch nicht sicher seid, ist eben dieser Testaufbau sehr hilfreich, um zu sehen, ob dieser MOSFET auch noch so funktioniert, wie es gedacht ist. Hier seht ihr den Spannungsteiler, den ich eingebaut habe an den A0 und entsprechend hier die Ausgänge an die LEDs mit den Widerständen. Hier noch der Elco, um wie gesagt, den Arduino zu stabilisieren von der Spannung, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, hier in dem Bild ist jetzt eine 9 Volt Batterie, aber als ich es getestet habe, habe ich natürlich mein Labornetzgerät angeschlossen mit bis zu 12 Volt dann hier drauf gegeben. Und an dem Ausgang von dem MOSFET habe ich dann den Elektromotor, den ich vorhin schon gezeigt hatte, hatte ich hier angeschlossen und dann geguckt, wenn ich das Labornetzgerät jetzt langsam runterdrehe, dann bis unter 11 Volt, dass dann entsprechend hier mein Akkuwächter abschaltet und der MOSFET nicht mehr leitend ist. Ich habe das leider nicht im Video gefilmt, deswegen zeige ich euch das jetzt hier an nachträglich gemachten Bildern. Wenn ihr die LEDs hier reinsteckt, achtet darauf, dass die Minusseite zur Front hin zeigt und die Plusseite hier zu dem Ausschnitt, da wo das Labornetzgerät später hinkommt. Hier die Pins habe ich dann entsprechend auch auf halber Höhe abgeschnitten und habe die Vorwiderstände dran gelötet und Schrumpfschlauch drüber gesteckt. Das werdet ihr jetzt sehen in dem nächsten Bild, wenn ihr den Arduino Nano dann quasi dazwischen steckt, zwischen die Beinchen von den LEDs. Also hier haben wir die Plusseite und auf der anderen Seite, die ihr jetzt nicht seht, wäre dann die Minusseite. Die Minusseite dann könnt ihr natürlich alle zusammenlöten und auf Ground hier oben legen. Und die Plusseite könnt ihr dann hier unten, das ist ein bisschen Friemelarbeit, an die entsprechenden Ausgänge, Digitalausgänge vom Arduino anlöten. Und da seht ihr schon, die Beinchen passen natürlich nicht direkt zu den Ausgängen, wie wir es in unserem Schaltplan haben. Wenn man die Pins oder die Ausgänge nehmen möchte, die Pulsweitenmodulation anbieten, da muss man zum Teil dann hier dieses Beinchen hier rüber biegen und bis dahin anlöten. Also es ist ein bisschen fummelig. Wenn ihr das einfacher haben wollt, dann könnt ihr entsprechend euch das schon mal so auch so hier hinstecken und könnt dann sehen, welcher digitale Ausgang passt am besten zu dem Beinchen hier.
und könnt dann im Programm den digitalen Ausgang nehmen, der hier dem Beinchen der LED am nächsten ist. Aber dann könnt ihr wahrscheinlich nicht die Pulsweitenmodulation, also dieses Dimmen der LEDs, verwenden. Aber es kann natürlich die Verkabelung hier durchaus vereinfachen. Ich habe das dann verlötet und verklebt. Das sehen wir im nächsten Bild. Hier auf der Rückseite seht ihr schon die Minusseiten der LEDs mit den Vorwiderständen und Schrumpfschlauch. Und die habe ich hier oben einfach alle zusammengelötet und dann an Ground hier oben vom Arduino Nano angeschlossen. Das grüne Kabel hier ist das, was dann hier zum MOSFET geht, den ich dann später im Video hier hinten ungefähr hinkleben werde, mit einem Kühlkörper noch dran. Das hatte ich mir einfach vorhin schon hingeklebt. Ich hatte es hier an den D12 angeschlossen, wenn ihr den D13 nehmt, der ist hier oben, dann könnt ihr das auch nachträglich anlöten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das so gemacht habe, aber ihr könnt natürlich auch den D13 nehmen, der ist hier auf der Oberseite von dem Arduino Nano. Und dann müsst ihr das nicht vorträglich schon anlöten, was ich hier gemacht hatte. Noch ein Wort zu den USB-Buchsen, also die sollten 180 Grad sein, also dass die Pins direkt vis-à-vis mit dem Eingang von der Buchse sind. Es gibt auch welche, wo diese Pins hier von den Buchsen im 90-Grad-Winkel hier abstehen. Das wäre jetzt für unsere Zwecke kontraproduktiv. Also wenn ihr diese USB-Buchsen kauft, die verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, dann achtet darauf, dass es 180 Grad steht, weil dann stehen die hinten hoch und nicht abgewinkelt. Genau. Da seht ihr dann jetzt nochmal die Frontseite. Da könnt ihr, wenn die LEDs, wenn ihr die am Anfang reinsteckt und die gucken nicht, die sind dann noch so ein bisschen in dem Loch, gucken nicht ganz raus, dann könnt ihr mit einem feinen Schraubenzieher ein bisschen hinten drücken, damit die sich vorne durchdrücken. Das ist ja meistens, wenn man 3D druckt, je nachdem wie gut der Drucker kalibriert ist, dann sind quasi die Löcher vielleicht nicht genau optimal. Also könnt ihr vielleicht vorher auch nochmal mit einem 3 mm Bohrer dann durchbohren, falls sie ein bisschen zu eng sind, damit die LEDs gut durchpassen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal im Folgenden dann an, wie ich das Ganze zusammengebaut habe. Das werde ich immer mal zwischendurch immer erklären, aber im Großen und Ganzen werde ich einfach quasi im schnellen Vorlauf euch quasi zeigen, wie ich das gemacht habe, weil das würde das Video sprengen, wenn ich das in Echtzeit quasi alles zeigen würde. Insgesamt natürlich mit Pausen, ich habe nicht jeden Tag 8 Stunden daran gearbeitet, aber habe ich zwischen den Jahren an dieser Powerbank gearbeitet und hat wirklich ungefähr so 3 Tage gebraucht. Wie gesagt, ich habe nicht jeden Tag 8 Stunden daran gewerkelt. Man muss natürlich, wenn man irgendwas verklebt, muss man dann auch warten, bis der Kleber trocken ist und so weiter. Also man kann nicht durchgängig in einem Fort quasi alles zusammenbauen. Man muss auch immer mal ein bisschen natürlich eine Pause machen und warten, bis der Kleber fest ist und so weiter. Also würde ich euch auch empfehlen, nehmt euch Zeit, macht es in Ruhe, macht es anständig, baut vorher die Schaltung von dem Akkuwächter vorher auf dem Steckbrett auf, kontrolliert, dass alles funktioniert wie gedacht und dann könnt ihr an die Verkabelung gehen. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß im weiteren Video. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Schalter. Ich habe hier schon mal die USB-Buchsen entsprechend eingebracht und hinten auch verklebt, damit sie nicht mehr rausrutschen. Und jetzt bauen wir hier noch die Schalter ein. So, hier habe ich nun die Buchsen für die Bananenstecker, die wir dann hier und hier oben dran machen.
Hier hinten habe ich entsprechend schon die Aussparung für die Muttern vorgesehen. Kann natürlich sein, dass das jetzt auch nicht gleich so perfekt passt, aber da kann man ja dann nochmal mit dem Feuerzeug ran, um das Plastik gefügig zu machen. So, jetzt haben wir hier hinten die Schrauben von diesen Bananenbuchsen und was wir hier abgeschraubt haben vorher, diese kleinen Lötfahnen hier, ob man das sehen kann. Schwierig. Da kann man dann später den Draht dran löten. Dann mache ich jetzt hier nochmal eine Kontermutter drauf, die quasi verhindert, dass sich das löst hier unten. Und auf diese Kontermutter mache ich jetzt hier diese Fahne drauf. Mit noch einer Mutter. Das hat auch den Vorteil, dass die Fahne hier so ein bisschen über dem Boden schwebt und später man das dann leichter verlöten kann. So, ich habe jetzt hier mal den MOSFET, den IRL-Z44N auf den Kühlkörper montiert. Und ich habe mir gedacht, dass ich den hier so hinter den Schalter platziere. Dann gehen wir hier mit dem Ausgang G12 vom Arduino an den Gate-Eingang von dem MOSFET, um den dann schalten zu können. Und Drain und Source müssen wir dann entsprechend auch noch verkabeln. Jetzt möchte ich natürlich noch eine Sicherung einbringen zum Akku, damit, wenn hier ein Kurzschluss entsteht, dass natürlich dann der Akku nicht abfackelt. Jetzt habe ich hier leider nicht viel Platz gelassen, um noch eine Sicherung zu montieren. Deswegen wird das hier so ein bisschen knauserig. Aber ich denke, wenn wir das hier so einkleben,
In diesem Schritt wollen wir jetzt hier die Step-Down-Module entsprechend auf 5 Volt einstellen, damit wir dann hier die USB-Buchsen entsprechend mit Strom versorgen können aus unserem 12 Volt Akku. Dazu schließen wir die eine Seite des Moduls an das Netzteil an. Hier ist in Plus und hier Minus. So, ich schalte das Netzteil ein und gehe mal auf 10, 12 Volt Eingangsspannung und dann gucken wir jetzt ja hier, was wir da rausbekommen mit der aktuellen Einstellung. So, hier haben wir 5, sehen, ob man das hier sehen kann. 5,588 Volt. Ich denke mal, das werden wir noch ein bisschen reduzieren auf 5 Volt. 5,5 Volt. Ja. Okay, das war Nummer 1.
Ja, das war's dann schon wieder leider für dieses Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, auch Anregungen, konstruktive Kritik, könnt ihr alles reinpacken. Es würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.